Dr. Andreas Heise, du bist der Gründer vom ZEGD, das Zentrum für emotionale Gesundheit Deutschland. Ein Startup, welches sich unter anderem damit beschäftigt, Depressionen mit Sport zu bekämpfen oder zu heilen. Es ist mir eine absolute Ehre, dass ich heute hier sein darf. Ja, ist voll schön, dass wir jetzt hier heute sprechen können. Freut mich sehr. Meine erste Frage an dich wäre, wie kamst du auf die Idee, ein Unternehmen zu gründen? Ja, das ist eine super Frage. Eigentlich hatte ich das nie vor, irgendwie jetzt zu gründen. Das war nie so in meinem Kopf. Aber was ich schon immer gemacht habe, ist, ich habe immer Sachen gemacht, auf die ich Lust hatte. Ja, auch Dinge, die mit Menschen vor allem, also mit denen ich gerne was zusammen machen wollte und die einen Impact haben. Also die irgendwie Leuten was bringen. Also ich bin super interessiert an Menschen und Menschen irgendwie weiterzuhelfen und habe relativ früh schon in Fortbildungen gegeben und im Sporttherapie-Kontext eben gearbeitet. Und bei den Fortbildungen habe ich gemerkt, wie cool es ist, so, wenn dann Leute hinterher kommen und sagen, boah, ey, das hat voll, oder vielleicht auch irgendwie ein Jahr später dann nochmal auf einen zukommen und sagen, hey, das, was da war, irgendwie, das hat voll den Shift bei mir gegeben im Leben und das hat mich voll beeinflusst und sehr positiv irgendwie so. Verstehe. Du hast ja auch einen Doktortitel, also du hast ja auch sehr lange an einer Universität geforscht. Und ja, immer noch. Und immer noch? Genau. Boah, sehr cool. Und bist du dann dadurch so ein bisschen in diese Gründerrolle zufällig reingeschlüpft? Ja, das kann man so sagen. Also ich bin ja an der Uni Potsdam schon wirklich lange in der Forscherrolle und hatte genau da auch mit einem Freund, der da auch sozusagen losgelegt hat mit mir. Wir hatten die Möglichkeit, genau in der Depressionsforschung loszulegen. Damit hatte ich vorher eigentlich nichts zu tun. Ich habe ja meine Doktorarbeit geschrieben im Bereich übergewichtige Kinder. Über 100 übergewichtige Kinder waren in so einem Programm, wo ich die Trainer geschult habe, so im Bereich Motivation und weil ich das für einen wichtigen Aspekt irgendwie fand. Und danach ging es erst um psychische Erkrankungen. Ich war dann an der Uni und wir haben dann Studien gemacht, so vor allem zu Mechanismen und was passiert im Gehirn und welche Wirkfaktoren sind da und so weiter. Das war ganz spannend und die zweite Studie war dann aber eher so, okay, wie kommt es eigentlich bei den Menschen an? Weil wir haben gesehen, nicht nur bei Depressionen, sondern bei psychischen Erkrankungen oder Bewegung und Sport hilft in ganz vielen Kontexten, auch auf körperlicher Gesundheitsebene. Aber wenig Menschen machen das oder es wird sehr wenig genutzt und deswegen bin ich mehr so in die Versorgungsforschung gegangen und wir haben so ein großes Innovationsfondsprojekt gemacht, wo es um Sporttherapie bei Depressionen eben ging und haben das eben deswegen auch direkt verglichen mit nicht Sporttherapie versus die anderen machen jetzt erstmal nichts oder irgendwie so weiter, sondern halt gegen den Goldstandard Psychotherapie. Und Psychotherapie deswegen, weil es eben etabliert ist und weil es wirkt und funktioniert. Und wir dachten, okay, dann vergleichen wir das gleich mal gegen das, was wirklich super funktioniert und haben dann eben diese STEP.de-Studie gemacht und haben Menschen mit depressiven Symptomen eben auf diese zwei Gruppen aufgeteilt. Und das Erstaunliche war, hinterher kam raus, die Sporttherapie direkt nach im Prinzip diesen 4 Monaten Therapie mehr oder weniger genauso wirksam wie die Psychotherapie und auch 6 und 12 Monate später vergleichbar wirksam. Und deswegen haben dann eben Krankenkassen gesagt, so, oh, das würden wir gerne weiterführen. Und der Sporttherapieanbieter meinte auch so, ja, ist so voll cool, können wir weitermachen. Und die Uni war auch so, ja, wir unterstützen das gerne. Aber dann war niemand so da, wie machen wir das jetzt denn so? Also wer ist denn konkret dafür zuständig, zum Beispiel für die Qualitätssicherung? Das Herzstück von der STEP-Sporttherapie waren dann die psychologisch geschulten Sporttherapeuten. Und da muss es irgendwie eine Qualitätssicherung geben und man muss mit den Krankenkassen zusammenarbeiten und irgendwie muss das ja auch abgerechnet werden können und angeboten werden können und es braucht eine Plattform. Und das war eigentlich dann eher so aus der Not heraus, okay, wir gründen jetzt mal und da hat die Uni ja auch echt eine coole Infrastruktur und da unterstützt irgendwie so bei der Gründung, bei allem drum und dran. Ja, und dann dachte ich so, okay, also wenn jetzt die ganzen Bausteine irgendwie da sind, habe dann eine ehemalige Studierende von mir, kam ich Jahre später zusammen, die war vorher bei einem Riesenkonzern auch und hat da im Marketing und im Sales und gearbeitet und meinte so, ja, voll cool. Und dann haben wir eigentlich zusammen gegründet irgendwie und daraus ist das eigentlich entstanden. Mega interessant. Meine nächste Frage wäre, also das ZEGD und das STEP-Programm, was du vorhin schon erwähnt hast, das ist ja auch wirklich sehr, sehr viel in den Medien dann aufgetreten. Also vor allem auch im internationalen Kontext. Das war ja sowohl in der Berliner Morgenpost als auch zum Beispiel international dann in der Washington Post oder CNN Health. Das sind ja alles schon sehr, sehr bekannte Medien auch.
Deswegen, was ist denn eigentlich dieses STEP-Programm genau und wie nutzt ihr das dann, um Menschen mit Depressionen zu helfen? Also sind es so zwei Sachen. Ne? Das eine ist, dass ich natürlich mit verschiedener Forschung, auch mit Meta-Analysen, die ich gemacht habe, dass das sehr viel aufgegriffen wurde, aber auf jeden Fall auch das STEP-Programm irgendwie sehr gut nochmal, als eigentlich so schon eines der erfolgreichsten Innovationsfondsprojekte irgendwie dann auch aufgegriffen wurde und dann gab es da so ein bisschen hin und her, aber das kann man eigentlich auf jeden Fall so stehen lassen. Und das STEP-Programm selber ist inzwischen auch erweitert. Wir haben das damals für depressive Symptome gemacht. Es waren 10 Diagnosen. Inzwischen sind es 20 Diagnosen, die drin sind. Also nicht nur die Depression, sondern eben auch Angsterkrankungen. PTBS ist drin, Schlafstörungen sind drin, Anpassungsstörungen sind jetzt so. Also eigentlich alle großen psychischen Erkrankungen sind damit drin, was natürlich super ist, weil man mit Sport oder Sporttherapie sehr niedrigschwellig und sehr schnell eigentlich helfen kann und dann immer noch entscheiden kann. Ich war jetzt letztens in einer Konversation, wo es darum ging, okay, für wen ist es vielleicht nicht geeignet oder wer möchte es auch nicht machen, für die machen wir es ja nicht. Also Leute, die super happy sind in der Psychotherapie, wunderbar, oder die mit den Medikamenten super happy sind, für die ist es ja nicht, sondern wir haben ja fast 70% der Leute mit einer psychischen Erkrankung, mit einer Diagnose einer psychischen Erkrankung, die keine Behandlung kriegen. So, und manche wollen die nicht, aber da sind halt viele dabei, die so sagen, naja, das vielleicht nicht oder da muss ich zu lange warten oder wie auch immer. Und da ist halt Sporttherapie total cool. Und das STEP-Programm ist ja auch flankierend begleitet von Psychotherapeuten. Das heißt, vorneweg guckt der mal, ist das wirklich auch geeignet? Also niemand muss auch Angst haben, so geht das nicht? Und der kann dann auch kontaktiert werden während der Therapie und hinterher guckt der Psychotherapeut auch nochmal, braucht er jetzt vielleicht doch nochmal eine Psychotherapie? Und das war eigentlich ganz cool bei der Studie, kam ja dann auch raus, da haben dann in der Psychotherapiegruppe haben 80% der Leute weitergemacht mit einer Psychotherapie und in der Sporttherapie haben 20% weitergemacht. Das heißt, 80% brauchten nach den 4 Monaten Sporttherapie halt keine weitere Behandlung mehr. Und das ist jetzt bezogen auf leichte bis mittelschwere depressive Symptome. So, also da hat das ganz gut funktioniert. Also gerade in dieser Schnittstelle leicht bis mittelschwere psychische Erkrankungen sehen wir ja auch und kriegen wir viel Feedback und auch Testimonials, die halt sagen, boah, mega cool. Also ihr habt mich da genau richtig abgeholt und zwar auch super schnell. Und ein Riesenfaktor ist, und das ist ja eigentlich das, was das Zentrum für emotionale Gesundheit ist, ja das STEP-Programm ein kleiner Teil. Was wir vor allem machen, sind psychologische Schulungen. Und das ist ja auch mein Herzensthema irgendwie, dass wir jetzt vor allem bei Physiotherapeuten und Sporttherapeuten, die psychologisch schulen können, die werden dann psychologische Sporttherapeuten und dürfen dann das STEP-Programm eben mit ein paar Zusatzkonditionen irgendwie anbieten. Und wir bauen das Netzwerk auf an lizenzierten Zentren, wo dann halt eben Leute dahin können und wissen, okay, die können nicht nur mit dem Körper irgendwie umgehen, sondern halt eben Körper und Psyche gut verbinden. Ja. So. Und deswegen ist eigentlich diese psychologische Schulung das Herzstück, weil da lernen die zwar auf der einen Seite so psychische Erkrankungen und Notfallmanagement und wie gehe ich bei Suizidalität zum Beispiel um, das lernst du als Sporttherapeut nicht so wirklich. Aber der ganz große Kontext ist so gesundheitsfördernde Kommunikation, Wertschätzung, wie grenze ich mich ab, wie funktioniert Motivation, also eigentlich nicht dieses Ich motiviere dich, was wir so aus dem Sport und anderen Kontexten kennen, sondern wie schaffe ich ein Umfeld, sodass andere sich selber motivieren können und dann ist es auch nachhaltig. Also wie funktioniert auch Verhaltensänderung, das ist so der heilige Gral. Alle nehmen sich ja jetzt Anfang des Jahres vor, irgendwie, ich mache mehr Sport oder ich mache dieses oder jenes so und die Intention ist da, aber das dann umzusetzen und genau da drin schulen wir halt und das ist eigentlich so der Gamechanger, wo viele dann uns berichten aus diesen Gesundheitsfachberufen, die diese Ausbildung machen, dass die dann sagen, das ist super jetzt im Umgang mit dem Patienten, aber vor allem mir hat es voll geholfen, weil ich habe mal meine Kommunikation reflektiert und meine psychologischen Grundbedürfnisse und meine Motivation und warum triggern mich verschiedene Sachen, warum rege ich mich eigentlich darüber auf oder warum bin ich da ängstlich oder so. Und das ist natürlich ein Riesenfaktor. Das heißt, wenn die Sporttherapeuten oder Physiotherapeuten oder die Gesundheitsfachkräfte entspannter sind und jeder kennt das, wenn ich in die Praxis gehe zum Arzt und ich habe da
an der Rezeption jemanden sitzen, der irgendwie schon gestresst ist, dann überträgt sich das natürlich auf mich. Und wenn man das jetzt umdreht, hat das natürlich einen riesen Impact. So. Und das ist eigentlich so das Hauptding, wo wir dran sind. So. Also einfach grundsätzlich vielleicht auch mal freundlicher sein. Ne? Also ehrlich natürlich und konkret und on point. Und dann kostet das auch nicht wirklich mehr Zeit, sondern das ist dann eigentlich, dass es eine Zeitersparnis ist und für mich entspannter ist und ich kann dann eben meinen Job auch irgendwie mehr wieder genießen, weil die ganzen Gesundheitsfachberufe haben ja die Jobs in der Regel ergriffen, weil sie gesagt haben, hey, ich will was irgendwie für Menschen tun und das erfüllt mich irgendwie und so nach ein paar Jahren in dem Job stellen viele fest, boah, ey, voll stressig und ja. Das stimmt. Das kann ich total nachvollziehen, weil ich habe ja selber auch so eine Momente, wo ich nach einem langen Unitag oder nach einem langen Arbeitstag nach Hause gehe und einfach keine Motivation, keine Energie mehr habe für Sport. Was könnte man dann in dem Fall machen, dass man wieder irgendwie sich selber überwindet, dass man doch noch ein bisschen was macht? Ja, ist ein super Punkt, den du ansprichst. Inzwischen ist ja so, dass der Kurs, den wir geben, dass man den zum Beispiel an der Uni Potsdam jetzt auch belegen kann im Rahmen des Studium Plus oder als Zusatzqualifikation, berufliche Zusatzqualifikation, weil eben viele auf uns zugekommen sind und gesagt haben, boah, ey, das wäre ja ich bin voll gestresst durch mein Studium, schon ab dem ersten Semester und da ist Druck da und ich muss das irgendwie alles organisieren und das habe ich so in der Schule vielleicht gar nicht gelernt oder mir fehlen da die Skills und so und was kann ich eigentlich tun? Und deswegen ist der jetzt eigentlich geöffnet auch über diesen Sport- und Gesundheitskontext hinaus, weil wir gesagt haben, ja, eigentlich haben die ja total recht. Warum sollten wir das jetzt begrenzen auf Sport und Physios? Das sind ja eigentlich Dinge, die für jeden irgendwie, nicht nur im beruflichen, sondern auch im persönlichen Kontext irgendwie relevant ist. Und um es konkret runterzubrechen, also was wir natürlich im Kurs machen, ist eben da auch kleine bewegte Pausen drin zu haben und das kleine Quiz, sodass es eben sich auch gut anfühlt irgendwie. Und dass ich es auch leicht umsetzen kann, weil wenn ich in einer 90-minütigen Vorlesung sitze, das ist auch mal eine gute Erfahrung, aber da fällt es dann halt schon oft schwer, irgendwie die Motivation oder die Aufmerksamkeit auch hochzuhalten und wir sind das ja auch gewohnt, irgendwie so Dopaminausschüttungen durch das Scrollen, irgendwie das schnell zu haben, dass man sich da einfach mal bewusst auch reflektiert, also einfach sich auch in diesen Mustern mal catcht und sagt, okay, boah, das jetzt irgendwie hat es wieder nicht geklappt. Aber das ist schon sozusagen ein kleiner Erfolg, eigentlich zu merken, okay, boah, kurz innezuhalten und zu sagen, okay. Und dann eben der nächste Schritt wäre so wirklich kleine realistische Ziele zu setzen. Also viele haben immer so dieses Ziel, ich will jetzt irgendwie die Strandfigur haben und 10 Kilo abnehmen oder voll in Shape kommen oder ich meditiere jetzt jeden Tag oder so. Und das klappt dann halt nicht, weil das ist so fest verdrahtet, wie wir sozusagen agieren oder vor allem reagieren auf das, was kommt. Und da spielt ja wirklich sehr viel, ja, diese Erfahrung, die wir machen, eine Rolle, wie wird das dann verdrahtet. Und die ersten 6 Lebensjahre wird ja schon die grundsätzliche Basis gelegt und alles, was dann so nach dem 20. Lebensjahr kommt, da ist schon ganz viel Wiederholung drin. So. Und deswegen sind so neue Impulse, wenn ich dann an eine neue Uni gehe oder vielleicht nochmal ins Ausland, dann kommen nochmal neue Dinge dazu, die ja dann auch eine Veränderung irgendwie bewirken. Und sich solche Umfelder zu schaffen, also guck dir genau an, mit wem umgibst du dich. Na, und das kennst du ja vielleicht, du hast vielleicht eine Freundin, wo du so denkst, ja, voll lange schon befreundet, aber irgendwie ist die negativ ein bisschen drauf und irgendwie zieht es mich runter und irgendwie fühlt es sich danach irgendwie anders an oder so. Oder genau im Gegenteil, ich habe eine Freundin, egal, die habe ich seit 2 Jahren nicht gesehen und wenn ich die sehe, ist es immer wie früher und es ist cool und lustig und irgendwie entspannt. Und das ist schon mal ein Riesenfaktor, also guck einfach, was ist dein Umfeld, mit was umgibst du dich, das ist, glaube ich, super Finde ich wichtig. super spannend, also einfach mehr Selbstreflexion, bewusster die Sachen angehen. Und dadurch kann man bestimmt auch. Und genau auswählen, mit wem verbringe ich Zeit. So, Auf ne? jeden Fall. Ja, und mit was verbringe ich Zeit so. Ne? Das ist natürlich hart, so dann irgendwie, also vielleicht ein ganz praktischer Tipp, idealerweise nicht das Handy mit ans Bett nehmen. Wirklich? Sondern so, dass ich wirklich aufstehen muss und irgendwo hingehen muss. Weil ganz viele Leute, mit denen ich spreche, ist so, das Letzte, was die machen, ist so, wenn sie überhaupt den Flugzeugmodus reinmachen, der letzte Griff ist so Screen und dann das Handy nebendran, vielleicht nachts sogar mal noch drauf gucken und dann morgens ist das der erste Griff. Und das, also wenn jemand wirklich so einen kleinen praktischen Tipp haben will, das ist ein mega Gamechanger für ganz viele. Handy nicht in Reichweite, am besten nicht im Schlafzimmer zu haben.
Den merke ich mir auf jeden Fall. Was anderes, was ich noch fragen wollte, ist, du hast ja im beruflichen Alltag auch sehr viel mit Depressionen und mentale Gesundheit zu tun. Und wenn du dann mit anderen Menschen darüber sprichst, was sind so die größten Missverständnisse, die das Bereich angeht? Ja, also ich glaube, das Erste ist mal, und dafür wächst das Bewusstsein jetzt in der Gesellschaft schon, dass das wird ja immer noch sehr stigmatisiert, aber so eigentlich jeder Zweite, der da sitzt, hat wirklich schon mit den Diagnosen zu tun. Das sind über 40% inzwischen mit einer psychischen Diagnose. Und mit psychischen Belastungen und Stress hat ja mehr oder weniger jeder entweder mit sich selber in der Regel oder halt dann auch im Umfeld irgendwie zu tun. Und wir machen das zum Beispiel, also man ist ja davon umgeben und deswegen hatte ich auch vorher gesagt, mit der Freundlichkeit zum Beispiel begegnen. Ne? Also da ist ja jemand, der ist ja nicht unfreundlich, weil es per se eine unfreundliche Person ist. In der Regel ist das ja nicht so, ob das jetzt an der Rezeption beim Arzt ist oder wo auch immer oder an der Kasse oder so, sondern die sind gestresst oder die sind psychisch belastet oder haben vielleicht schon eine psychische Erkrankung. Und ich glaube, das zu reflektieren, hat bei mir zumindest dann dazu geführt, dass ich mit mehr Verständnis reingehe. Das heißt nicht, dass ich alles akzeptieren muss, wenn jemand unfreundlich zu mir ist, aber dass ich mit mehr Verständnis reingehe, bedeutet halt, dass ich anders agieren kann. So, und das machen wir zum Beispiel bei uns im Team. Wir hatten heute Morgen, wir haben immer dienstags früh Teammeeting, wo wir zum Beispiel eine Komplimentendusche machen. Also wir sind es ja voll gewohnt, so zu kritisieren, so werdet ihr vielleicht nachher auch machen, so was ist jetzt gut gelaufen beim Interview, was nicht und so. Und das ist auch total wichtig. So. Aber einfach mal auch Dinge zu sagen, da sind wir nicht so geübt drin und das kann man sehr gut üben. Was ist jetzt eigentlich irgendwie gut gelaufen? Also ich finde es zum Beispiel total angenehm, wie du die Fragen stellst, wie aufmerksam du bist so, ne? Und auch wie ihr an das Thema rangeht. Also es ist ja voll, ich merke voll, ihr seid voll dedicated so und ihr habt da voll Bock, einen Mehrwert einfach für Leute zu bringen, weil ihr feststellt, ja, da sind voll viele motivierte Leute da draußen und das geht mir auch so, aber die wissen halt nicht so genau wie und da müssen wir jetzt irgendwie was machen. Sowas finde ich voll cool. Genau, und das ist aber halt sowas kann man voll cool üben und wir sind da nicht so geübt drin, wir sind sehr geübt drin, in anderen zu judgen und halt irgendwie zu beurteilen oder zu verurteilen und ja, dann irgendwelche Comments zu machen und so weiter. Stimmt. Und ich glaube, wir unterschätzen, wie sehr das dann teilweise trifft und welchen negativen Einfluss das haben kann. Und auf der anderen Seite unterschätzen wir, welchen mega positiven Einfluss das hat. Habe ich jetzt gerade bei dir gemerkt, so, wow, du hast dich gleich mal aufgeregt und hast es, glaube ich, ganz cool empfunden, dass ich dir einfach mal ein ehrliches Feedback gebe. Auf jeden Fall. Also das erstmal Dankeschön, das appreciate ich wirklich sehr und das kann ich auch nur zurückgeben. Also ich finde es wirklich extrem cool, wie du mit dieser Begeisterung die Sache angehst. Also man sieht wirklich, du hast da Herzensblut reingesteckt, du bist total begeistert dabei, deswegen, ich finde es mega cool. Ja, danke schön. Sehr cool. Super cool. Vor allem sehr, sehr viele junge Leute haben ja Probleme mit mentalen Störungen oder vielleicht sogar Depressionen. Viele junge Menschen, die haben ja sehr viele Sachen gleichzeitig zu tun. Zum Beispiel, die haben die Universität, vielleicht einen Job, wollen trotzdem noch so viel wie möglich erleben in den jungen Jahren, sich mit Freunden treffen. Und manche kommen damit gut klar, manche andere vielleicht weniger gut. Deswegen, was könnte man denn machen, um weiterhin diese Motivation und die innere Stärke, die mentale Stärke zu haben? Also du sprichst einen super wichtigen Punkt an. Es läuft auch gerade aktuell noch eine Studie, die Uni-Life-M-Studie, auch an der Uni Potsdam, da sind wir auch mit involviert. Ein Freund und Kollege von mir, der Philippe Schuch, hat das initiiert. Da sind 50 Unis drin, 50 Länder, fast 100 Unis, wo wirklich die mentale Gesundheit von Studierenden mal untersucht wird. Und zwar, wie entwickelt die sich vom ersten Semester bis zum letzten, weil wir wissen, die geht eher signifikant nach unten vom Anfang bis zum Ende des Studiums. Und wir haben jetzt schon gesehen, wie sieht es aus mit den Depressionsscores und den Angstscores und so weiter. Und da sehen wir schon, dass 50% schon Werte haben über dem Schwellenwert. Also jeder zweite Studierende fängt schon so an und wir wissen, das entwickelt sich bis zum Ende, bis man dann den Bachelor hat, auch nochmal signifikant nach unten. So. Und deswegen ist es ein super Faktor. Und das ist eine Studie, die auch den Lifestyle sich anguckt, also nicht nur irgendwie Bewegung, sondern eben ja, alles, was sozusagen da Schlaf ist, spielt zum Beispiel eine wichtige Rolle, Ernährung spielt eine wichtige Rolle, Bewegung natürlich und so weiter. Und
Ich glaube, was ein sehr wichtiger Faktor ist, und das haben wir ja vorher schon mit dieser Verhaltensänderung angesprochen, wie kriegt man das eigentlich hin? Und da spielen diese psychologischen Grundbedürfnisse eine ganz wichtige Rolle. Und das Grundbedürfnis nach Kompetenz wird sehr, sehr gut irgendwie gefördert durch Struktur geben. Also eine Struktur zu haben. Also ich glaube, viele sind überfordert, weil die Struktur fehlt. Also ob du zur Uni gehst oder nicht, ist ja irgendwie so dein Ding. Du musst halt am Ende das irgendwie schaffen. Und sich da selber eine Struktur zu finden, sowohl was irgendwelche Menschen drumherum angeht, dass man sich einfach Leute sucht, mit denen man vielleicht gut lernen oder sich gut austauschen kann oder die da auch hingehen zur Vorlesung und dann fällt es mir eben leichter, dahin zu gehen, das auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite auch eine Struktur im Sinne von, was möchte ich wie irgendwie erreichen, also so dieser Big Plan ein Stück weit. Und was bedeutet das aber auch, und ich glaube, das Wichtige ist, wo ich die Erfahrung gemacht habe, ist auch zu scheitern und dass dieses Scheitern halt mit dazugehört. So die Top-Tennisspieler zum Beispiel, ne, wenn man sich da mal die Statistiken anguckt. Ich glaube, so ein Roger Federer, der hat 48% seiner Punkte verloren. Wow. So. Also, das heißt, fast jedes zweite Mal scheitert der. Aber er sagt, also mit dem Mindset, mit dem ich dann halt rangehe, ne, um auch wirklich so gut zu werden, wie der wurde, braucht er halt genau diese Failures. So, und ich glaube, sich dessen bewusst zu werden halt, dass man da sich nicht zu sehr unter Druck setzt, glaube ich auch. Ne? Dass man natürlich viel dafür tun kann und dann merkt, okay, manchmal liegt es an mir selber, dass ich vielleicht nicht genug gelernt habe, aber manchmal liegt es auch an äußeren Circumstances, die ich vielleicht nicht beeinflussen kann, ne? Die irgendwie da mit dazukommen. Und das nimmt, glaube ich, sehr viel Stress irgendwie raus. Also, dass man so eine Struktur hat, vielleicht dann auch merkt, okay, jetzt squeeze ich da zu viel in meinen Timetable irgendwie rein und versuche jetzt irgendwie alles auf einmal irgendwie zu schaffen und dann da noch auf die Party zu gehen und das noch zu machen, dann mich mit dem zu treffen. Und meine Screentime ist irgendwie bei 3-4 Stunden am Tag und irgendwie ist es ja nie eigentlich ein Zeitproblem. Ich kann ja auch noch mal ein Semester länger machen oder wie auch immer so. Ne? Und unbestritten ist da ja auch Stress drin, egal was wir tun. So kann das ja Stress bedeuten, aber die Frage ist, wie nehme ich es auf? Ne? Und wie gehe ich eigentlich damit um? Also stresst es mich oder mache ich es gerne? Also ne, wenn du wahrscheinlich heute mal so guckst, wie viele Meetings ich heute hatte oder so, ich habe halt Bock drauf. So, ne? Und ich mache natürlich die Sachen, jetzt zum Beispiel auch mit euch, so denke ich so, ja, voll cool. Habe ich einfach Lust drauf, das zu machen, weil ich denke, das könnte vielleicht einen Impact haben und ist vielleicht cool für euch und who knows, also gar nicht jetzt unbedingt, dass da, I don't know, was da draus entsteht oder vielleicht auch nicht entsteht. So, ne? Aber ich gehe sehr bewusst mit der Zeit um, also was mache ich und was mache ich nicht. Und dann stellt man, glaube ich, fest, dass viele Dinge man vielleicht doch auch eher weglassen kann. Ja, Zeitmanagement ist ein großes Problem bei sehr, sehr vielen Menschen leider. Denkst du, dass mentale Stärke und diese innere Motivation angeboren ist? Oder kann man sich das im Leben irgendwie noch antrainieren? Ja, ist ein super Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, es kommt sehr viel aufs Umfeld an. Also wie wachse ich auf so, ne? Und welchen Support kriege ich und welche Ressourcen habe ich. Aber wir sehen auch, dass Leute in wirklich widrigen Umständen aufwachsen und daraus eigentlich ihre Stärke ziehen. Also wenn man sich wirklich mal von richtig erfolgreichen Leuten so anguckt, wie schlecht die teilweise in der Schule waren oder wo die überall sozusagen ja, fast zerbrochen sind, aber halt nicht zerbrochen sind, sondern wirklich ihre mentale Stärke da rausziehen. Und ich glaube, an einem Punkt dann halt irgendwann festgestellt haben, diese Sachen passieren für sie, damit sie sich da irgendwie dran entwickeln können und nicht gegen sie. Ich glaube, das ist so ein ganz krasser Switch oder Change. Also so ein Roger Federer wäre ja nie, oder Novak Djokovic, das ist ja ein krasse Mentalitätsmonster. Die spielen natürlich richtig gut Tennis und die üben wahnsinnig viel und die haben auch Talent und so weiter. Aber es gibt sicherlich einen Haufen Leute, die sind genauso talentiert und die üben auch genauso viel. Aber die sind nicht annähernd so erfolgreich. Und dieses Mindset, was die sozusagen dann mitbringen, also dieses so, ich verliere den Punkt und ziehe aber Stärke da draus, weil ich weiß, ich bin so gut und am Ende werde ich das Spiel aber gewinnen. Egal, ob ich vielleicht sogar mehr Punkte verloren habe, als gewonnen habe. Weil so, ne, das ist einfach so ein Mindset, was irgendwie da drin ist. Und das, was du gesagt hast, ist es angeboren. Grundsätzlich, wenn wir so kleine Kinder uns angucken, sehen wir, dass da ja schon so eine innere Motivation ist, die Umwelt zu explorieren und zu erkunden und irgendwie so eine Motivation am Lernen. So.
Und wenn wir uns aber unser Schulsystem angucken, dann sehen wir, dass halt in der 1. Klasse halt schon ein Großteil dieser Motivation durch externe Anreize irgendwie zerstört wird. Und ich glaube, das ist die harte Kunst, da durchzugehen und trotzdem diese Motivation mit aufzubauen und dann halt Dinge zu machen, um da durchzukommen und dann aber so ja schon irgendwie seinen Purpose in Life zu finden, so, ohne das zu groß hängen zu wollen, dass man jetzt irgendwie ein Unternehmen gründen muss und ganz viel Geld verdienen oder wie auch immer so. Das können, glaube ich, viele kleine Dinge sein und das sehen wir auch an der Forschung, dass gerade der Austausch und die Interaktion mit Menschen, also das ist ja auch eins der psychologischen Grundbedürfnisse, ist Zugehörigkeit ja, oder ja, soziale Eingebundenheit. Dass das halt ein wesentlicher Faktor ist und das sind schon Dinge, die auch die Forschung zeigt, gerade bei den psychologischen Grundbedürfnissen, dass das was sehr Universelles ist, auch über Kulturen hinweg und dass das schon was ist, was wir mitbringen. Verstehe vollkommen. Ich spreche super gerne über die Zukunft, deswegen würde ich dich ganz gerne fragen, was sind denn die nächsten Schritte für das ZEGD? Wo seht ihr euch in einigen Jahren? Wohin geht es weiter mit der Forschung? Ja, also genau, auf der einen Seite haben wir natürlich dieses Netzwerk, was wir jetzt aufbauen wollen, sodass wir das Gesundheitssystem an der Schnittstelle von Prävention, Gesundheitsförderung und aber auch Rehabilitation im ambulanten Bereich, ja, einfach wirklich so ein großes Netzwerk an Sport-Physiotherapie-Zentren haben auf der einen Seite, ne, mit psychologischen Sporttherapeuten, aber auch passendes Netzwerk der Kliniken mit dazu, die dann sagen, okay, aus dem stationären Setting raus können die direkt weitermachen, weil da ist ein riesen Gap, so, und aber auch aus Arztpraxen raus, sowohl was Allgemeinmediziner, Hausärzte angeht, aber auch die Orthopäden, also ne, Neurologen und so weiter, die da diese Heilkraft der Bewegung so ganz gezielt eigentlich dann nutzen können für ihre Patienten, aber auch die Psychotherapeuten auf der anderen Seite, die dann dieses Netzwerk auch mit nutzen können. Auf der einen Seite die Bewegungstherapie ganz gezielt irgendwie so, auch als Aktivierung für die Patienten und auf der anderen Seite aber auch mehr Bewegung und das merken wir, es kommen viele Nachfragen, wie kann ich mehr Bewegung eigentlich in die Psychotherapie bringen, so, ne? Und auf der anderen Seite auch, dass wir diese Schulung, die wir jetzt gerade sehr gezielt machen für Sport- und Physiotherapeuten, viel stärker noch auch, gerade Ärzte, glaube ich, können gerade im Bereich Kommunikation noch, ja, da gibt es tolle schon, die das super machen, aber viele, habe ich schon das Gefühl, da können die, glaube ich, noch effizienter werden, um sich besser abzugrenzen, aber auch, dass, wie man das sagt, natürlich dann auch ja, viel mehr Heilkraft entwickeln kann, zusammen mit dem Medikament oder zusammen mit der Maßnahme, ne, weil das natürlich das Wie, na, wenn da Widerstand kommt, dann von den Patientinnen natürlich ein großer Wirkfaktor. Wir wissen, wie riesig der Placebo-Effekt, aber auch der Nocebo-Effekt wirken kann, dass das viel stärker genutzt wird. Und so, und dass wir da in ganz unterschiedliche Bereiche reingehen. Wir haben Anfragen von Unternehmen, die sagen, hey, könnt ihr vielleicht nicht unsere Manager irgendwie schulen oder unser Team hier oder so. Ne? Und ich glaube, da sehe ich uns schon, dass das so unsere Stärke ist, dass dass das sehr universell ist, was wir machen, aber dass wir auch das sehr gut anpassen können auf den jeweiligen Kontext, wo es gebraucht wird, in Organisationen, wie das systemisch dann auch irgendwie passt. Weil ich glaube, das ist die große Herausforderung jetzt unserer Zeit, dass wir in so einem Shift, auch in so einem Wandel, auch gerade wirtschaftlich und im Arbeitsleben irgendwie sind, sowohl auch ja, von den Strukturen her, was sich da jetzt ergibt, aber auch demografisch natürlich, ne? Dass wir da auch Herausforderungen sind. Das sehen wir auch an den Leuten, die dann das STEP-Programm zum Beispiel machen oder auch an den Physios, ne, die dann so 40, 50 sind irgendwie so und dann so eine Transition irgendwie stattfindet und dann eben die psychischen Belastungen vielleicht auch nicht mehr so gut weggesteckt werden können. Und das Feedback ist schon, die profitieren enorm von diesen und das ist, glaube ich, ein Steckenpferd von uns, dass wir ja, evidenzbasierte Dinge nehmen und die irgendwie so leicht verdaulich machen, dass sie für jeden verständlich sind. Das ist eigentlich unser Anspruch, dass das dann eben auch ein Schüler versteht und sofort irgendwie auch mit praktischen Tipps in seinem Leben irgendwie anwenden kann, ob das jetzt beruflich ist oder im persönlichen Bereich. Finde ich mega spannend, weil es bringt ja auch nochmal mehr Aufmerksamkeit auf so eine mentale Störungen, was ja wirklich viel zu wenig in Schulen oder auf Arbeit zum Beispiel angesprochen wird. Deswegen finde ich das mega, mega cool.
Als letztes würde ich dich noch um einen Ratschlag bitten. Nämlich, hast du einen Ratschlag an die jungen Menschen, die irgendwann mal was gründen wollen und zum Beispiel einfach wie wir keine Ahnung haben, wie man das eigentlich macht? Also erstmal würde ich sagen, reflektiert mal, worauf basieren eure Entscheidungen, was ihr macht. So, ist es aufgrund von Angst? So, ne? Und Angst ist ein großes Wort, aber im Prinzip kann man gucken, okay, mache ich das jetzt aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus und so weiter. Und ich sage jetzt nicht, dass man jetzt irgendwie völlig verrückt irgendwas machen sollte oder so, ne? Aber ist diese Entscheidung basiert auf Angst oder auf, am Ende des Tages kommt es zurück, oder auf Liebe? So, ne? Und mache ich das, weil ich wirklich das machen möchte, weil ich da irgendwie das ausprobieren möchte oder weil ich Lust auf das Thema habe oder weil ich mit den Leuten das machen will. Und das würde ich sehr gut reflektieren und da bin ich immer sehr gut damit gefahren, habe das auch oft festgestellt, wenn ich zu sehr da verkrampfe und irgendwie was auch forciere und irgendwie so kontrollierend irgendwie das dann umsetzen will, dann ist das mit sehr viel Aufwand und super anstrengend irgendwie verbunden. Und wenn das eigentlich basiert ist irgendwie auf Liebe, heißt es nicht, dass das nicht irgendwie dann auch Schwierigkeiten gibt oder dann vielleicht sich auch anders entwickelt, als man erst gedacht hat, aber dann ist es irgendwie viel, viel leichter und es fühlt sich auch viel besser an. Und gerade wenn man irgendwie so junge Leute, die dann überlegen, okay, ich studiere jetzt irgendwie was, und was ich studiere, bedeutet ja nicht immer gleichzeitig, dass ich dann in dem Beruf lande und das dann irgendwie 50 Jahre machen muss. Aber es ist natürlich schon eine richtungsweisende Entscheidung, die ich treffe. Und dass man da irgendwie schon genau hinguckt und so, vielleicht irgendwie mal was losstudiert, aber sich dann auch traut zu sagen, okay, ist das vielleicht jetzt nicht, vielleicht schließe ich es ab, vielleicht nicht. Aber da irgendwie mehr so seinem Herzen zu folgen und zu sagen, okay, wenn nicht jetzt, wann mache ich das dann? Also wann habe ich denn eigentlich mal die Gelegenheit, irgendwie was auszuprobieren oder mal ein halbes Jahr jetzt dies zu machen oder jenes zu machen? Und da würde ich total empfehlen, also geht auf Leute zu, unterhaltet euch und guckt mal, dass ihr eure Tribe findet, ne, mit denen ihr irgendwie Lust habt, auch was vielleicht zu machen. Oder wo ihr auch findet, ich grenze mich da ab und wo ihr dann einfach euren eigenen Bereich so ein Stück weit findet. Und ich muss ehrlich sagen, ich mache ja sehr unterschiedliche Sachen, finde es auch voll cool, so in unterschiedlichen Bereichen mit drin zu sein, ne? Und trotzdem hat es sich natürlich in einem Bereich entwickelt. Und das fand ich für mich immer spannend, dass es nicht so festgelegt ist, sondern da auch sich das so irgendwie entwickeln kann. Und dass das dann halt eben auch so 20 Jahre nach dem Studium irgendwie noch so cool ist und da nichts festgeschrieben ist, weil natürlich schon irgendwie ein Stück weit alles ein Stück weit sich dann auch wieder anders entwickeln kann und dann, vielleicht werde ich ja gekündigt in dem und dem Job und dann ist das natürlich erstmal ein Schock, aber auf der anderen Seite ist es auch immer eine Riesenchance, dass man eben nicht irgendwie, ich habe jetzt den Job und bin vielleicht im öffentlichen Dienst und dann kann ich mit 30 irgendwie das schon einen Haken dran machen und kann das dann mit bis 70 oder so vielleicht dann machen. Sondern dass man da einfach im Kopf flexibel bleibt. Also ich kenne echt junge Leute, wo ich das Gefühl habe, Mann, die sind mit 20, fühlen die sich schon an wie mit 60. So, ne? Also das ist schon so total krass irgendwie. Und für die ist das vielleicht das Richtige, aber da ein bisschen entspannter irgendwie an die ganze Sache ranzugehen. Ich glaube, dass Riesenchancen sich jetzt gerade auch entwickeln. Da wird es viele neue Bereiche geben, wo wir noch gar kein Studium irgendwie dafür haben. Und da einfach reinzugehen und das auszuprobieren und zu gucken, was einem da irgendwie liegt und gefällt. Dem Herzen folgen, einfach absolut. Trotzdem selbst reflektiert bleiben, aber einfach go for it. Ja, auszuprobieren und zu gucken und dann auch mal zu scheitern und zu sagen, okay, das scheint es nicht gewesen zu sein, aber jetzt weiß ich zumindest, das war es mal nicht und so. Und dann komme ich ja dem näher, was es dann vielleicht ist. Also dieses Trial and Error ist ja natürlich auch eine gute Methode, ohne dass ich jetzt irgendwie alles crazy ausprobieren muss. Aber so, wenn ich mir unsicher bin, ist das sicherlich gut und das stellt man ja dann teilweise relativ schnell fest und dann kann man sagen, okay, und dann den Mut zu haben und zu sagen, okay, das ziehe ich jetzt nicht unbedingt bis zum bitteren Ende durch. Das habe ich vielleicht manchmal zu oft gemacht, dass ich dachte, okay, das musst du jetzt doch noch zu Ende bringen. So. Und ich glaube, da bin ich ein bisschen lockerer geworden, dass ich so denke, okay, da jetzt noch mehr Zeit zu investieren, wo ich jetzt schon weiß, das ist es nicht irgendwie so. Und trotzdem dem die Zeit zu geben, an den Punkt zu kommen. Also ich glaube, dass auch viele junge Leute zu früh schon aufgeben. Also dass sie gar nicht wirklich tief reingehen und wirklich die Erfahrung machen, um wirklich festzustellen, das ist es wirklich nicht. Also das ist halt so mit, ich gehe da mal hin und hospitiere, dann habe ich das, glaube ich, noch nicht erfahren oder so. Also da vielleicht auch nicht zu früh aufzugeben, aber auch nicht ewig an irgendwas festzuhalten,
weil aus Angst dann wieder irgendwie das ja gut wäre und ich brauche das ja doch und so weiter. Also ich glaube, es ist so viel im Fluss, ja, dass das am Ende des Tages nicht drauf ankommt, ob ich das jetzt abgeschlossen habe oder nicht. Danke für den Ratschlag. Ich werde heute aus dieser Konversation rausgehen und viel selbstreflektierter schon sein. Also das Cool, Gespräch wow. an sich hat super geholfen. Deswegen danke dafür. Ich finde es auch immer mega inspirierend, mit Leuten zu reden, die einfach Lust haben, die Zukunft zu verbessern und Innovation zu leisten. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass wir heute hier sein durften. Und das war mir eine Ehre. Ja, super gerne. Und das muss ich auch noch sagen, da draußen sind so viele Leute, die auch wirklich Bock drauf haben und Lust drauf haben, da was zu verändern und loszulegen. Wenn man denkt immer so, oh nee, keiner will mehr. So. Also die Erfahrung mache ich eigentlich ständig, dass da so coole Leute da draußen rumlaufen, mit denen man sich vielleicht auch vernetzen kann oder was zusammen machen kann oder auch nicht. Aber da ist echt mega viel Potenzial unterwegs. Super, Dankeschön. Dankeschön. Können wir vielleicht noch ein Gruppenfoto machen? Ja, total für gerne. LinkedIn. Ja. Super. Leute, was geht ab? Das war Folge 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo und ein Like da. Auf chillig, Digga. Okay, nochmal. Willkommen zu Folge 3 von unserem Podcast. Nein, das ist das Outro. Das war's mit Folge 3 von unserem Podcast. Es war wieder eine sehr, sehr krasse, eine sehr, sehr gute Erfahrung. Ja, was ich sagen möchte, ist, dass man auf jeden Fall also wir auf jeden Fall sehr, sehr wertschätzen, mit wie vielen Leuten wir mittlerweile auch Interviews geplant haben, Interviews geführt haben. Weil ich denke, viele Menschen haben ein falsches Bild von Menschen, die CEOs sind oder Unternehmer sind oder teilweise nur ein Startup starten. Weil man denkt immer, das ist eine Autoritätsperson und die wird keine Zeit haben, die hat diesen strikten Zeitplan, 24/7 am Arbeiten. Aber uns haben bis jetzt wirklich so viele Menschen Ja gesagt und gemeint, ja, gerne machen wir ein Interview, gerne machen wir einen Podcast. Die halbe Stunde, die Stunde haben wir für euch. Und das wertschätzen wir extremst. Das ist ja auch insane, weil wir sind von vornherein mit dem Mindset reingegangen. Wenn wir vielleicht 10 Leute fragen, sagt einer ja und er erwärmt sich für uns oder so. Die meisten Leute haben bisher zugesagt, deswegen ist echt crazy. Ja. Und durch jedes Interview, durch jeden Podcast, den wir aufnehmen, lernen wir so viele Sachen dazu. Nicht nur im Thema Videoschnitt oder Video aufnehmen und dieses ganze Interviewplan, Interviewskripten, sondern die Menschen erzählen uns ja ihre Story. Und das ist so eine kleine Message vielleicht an die Zuschauer, wer auch immer das jetzt angucken möchte. Die Sachen anzufangen, ohne was zu kennen oder die Sache nicht perfekt zu können, ist eigentlich das Beste, was sie machen können, weil man kann richtig zuschauen, wie man mit jedem Mal dieses Interview führen, zum Beispiel jedes Mal irgendwas mehr weiß. Man lernt immer dazu, man hat Erfahrungen, wir haben immer eine Liste, wo wir aufschreiben, das muss besser, das muss besser, das muss besser. Und nach 3, 4 Mal ist es dann besser. Wir haben einfach Spaß daran, mit Leuten zu quatschen und über deren Story zu reden. Und wenn andere Leute Interesse daran haben, dann filmen wir das halt einfach, laden das hoch. Und es haben sich auch echt viele Leute... Es haben sich ja auch echt viele Leute danach geäußert und meinten, ey, das ist ein Hammerprojekt, was ihr da macht weiter so. Deswegen darüber freuen wir uns natürlich auch total und motiviert uns natürlich auch wieder weiterzumachen. Deswegen echt cool, ja. Ja, danke für den Support, liebe Follower. Ansonsten, wir bleiben dran, guckt zu, bleibt auch mit uns am Laufenden, macht euer Ding, zieht durch, macht Fehler und sowas. Wir machen unser Ding, ihr guckt zu, ihr macht euer Ding, genau. Und stay tuned für Folge 4. Wir werden auf jeden Fall nicht damit aufhören, hier diese Videos aufzunehmen. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Ja, nee. Folgt uns. Habt Spaß, wir haben auch Spaß. Peace out. Abonniert den Kanal. Ciao. Oh yeah.